Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute hören Sie die Geschichte Ein friedliches Wochenende mit Emma. In dieser Erzählung erfahren Sie, wie Emma, eine 33-jährige allein lebende deutsche Frau, ihr Wochenende auf entspannte und erlebnisreiche Weise verbracht hat. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese liebevoll erzählte Geschichte. Am Samstagmorgen hat Emma sehr früh aufgestanden. Nachdem sie ihren Wecker ausgeschaltet hat, hat sie sich in ihrer hellen, gemütlichen Küche ein nahrhaftes Frühstück zubereitet. Sie hat ein knuspriges Brötchen, frisches Obst und einen heißen Apfelsaft gegessen. An diesem Morgen trug sie ihr typisches Outfit: ein hellblaues Hemd, dunkle Jeans, weiße Sneaker und, als sie das Haus verließ, einen dunkelblauen Mantel. Nach dem Frühstück ist Emma in ihr Auto gestiegen und hat eine kleine Rundfahrt durch die belebte Stadt gemacht. Sie hat die frische Morgenluft genossen und ist an bekannten Plätzen sowie ruhigen Seitenstraßen vorbeigefahren. In der Innenstadt hat sie in einem beliebten Café zu Mittag gegessen. Dort hat sie einen leichten Salat und einen frisch gepressten Orangensaft bestellt. Das einladende Ambiente des Cafés hat sie sehr erfreut. Am Nachmittag hat Emma einen langen Spaziergang in einem nahegelegenen Park gemacht. Auf einer sonnigen Bank hat sie die blühenden Blumen betrachtet und dem fröhlichen Gesang der Vögel gelauscht. Danach ist sie zu einem Wochenmarkt gefahren, wo sie regionale Produkte wie frisches Gemüse und selbstgemachte Marmelade gekauft hat. Die bunten Stände und der angenehme Duft der Gewürze haben ihr Herz erfreut. Nach der Rückkehr nach Hause hat Emma den Abend in ihrer gemütlichen Wohnung verbracht. Sie hat in ihrem Lieblingssessel ein spannendes Buch gelesen und dazu einen heißen Kräutertee getrunken. Zum Abendessen hat sie eine leckere Pasta mit einer frischen Tomatensauce gekocht. Dieser entspannte Samstagabend hat ihr ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit gegeben. Am Sonntag ist Emma etwas später aufgestanden. Auch an diesem Tag hat sie sich ein reichhaltiges Frühstück gegönnt, wieder ein knuspriges Brötchen, frisches Obst und einen heißen Kräutertee. Wieder trug sie ihr gewohntes Outfit: das hellblaue Hemd, dunkle Jeans, weiße Sneaker und ihren dunkelblauen Mantel, als sie sich auf den Weg machte. Mit ihrem Auto ist sie in eine malerische Kleinstadt gefahren. In dieser charmanten Stadt hat Emma die historischen, gepflasterten Gassen erkundet. Sie hat in kleinen Läden regionale Spezialitäten und handgemachte Souvenirs gekauft. Die liebevoll restaurierte Altstadt hat sie mit ihrer ruhigen Atmosphäre und den charmanten Gebäuden verzaubert. Am Nachmittag hat Emma einen weiteren Spaziergang gemacht. Sie ist in einen stillen Park gefahren, wo sie auf einer Bank gesessen und die friedliche Stimmung genossen hat. Einige Minuten hat sie damit verbracht, die Eindrücke des Tages aufzunehmen und neue Energie zu tanken. Zum Ende des Sonntags hat sie sich in ihre gemütliche Wohnung zurückgezogen. Dort hat sie einen spannenden Film geschaut und dabei wieder einen heißen Kräutertee getrunken. Dieses Wochenende hat Emma gezeigt, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und die kleinen Freuden des Lebens zu genießen. Mit klaren Momenten der Ruhe und kurzen, erlebnisreichen Ausflügen hat sie ihre Batterien aufgeladen. Die Erinnerungen an dieses friedliche Wochenende werden ihr noch lange Freude bereitet haben. Wir haben nun die Geschichte Ein friedliches Wochenende mit Emma gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie bitte meinen Kanal und hinterlassen Sie ein Like. Das unterstützt mich sehr, solche Inhalte zu produzieren. Bevor wir zu den Fragen übergehen, können Sie das Video gern zurückspulen und die Geschichte noch einmal anhören. Was hat Emma am Samstagmorgen zum Frühstück gegessen? A. Müsli mit Milch. B. Ein knuspriges Brötchen, frisches Obst und heißen Apfelsaft. C. Pancakes mit Honig. D. Rührei mit Toast. Richtige Antwort. B. Ein knuspriges Brötchen. Sie hat ein knuspriges Brötchen, frisches Obst und einen heißen Apfelsaft gegessen. Welche Aktivität hat Emma im Park unternommen? A. Sie hat ein Picknick gemacht. B. Sie hat Sport getrieben. C.
Sie hat auf einer Bank gesessen und den Vögeln gelauscht. D. Sie hat mit Freunden Frisbee gespielt. Richtige Antwort? C. Sie hat auf einer Bank gesessen und den Vögeln gelauscht. Auf einer sonnigen Bank hat sie die blühenden Blumen betrachtet und dem fröhlichen Gesang der Vögel gelauscht. Was hat Emma im Café zu Mittag bestellt? A. Einen belegten Toast und Kaffee. B. Eine warme Suppe. C. Einen leichten Salat und frisch gepressten Orangensaft. D. Ein Sandwich und Mineralwasser. Richtige Antwort. C. Einen leichten Salat und frisch gepressten Orangensaft. Dort hat sie einen leichten Salat und einen frisch gepressten Orangensaft bestellt. Was hat Emma in der Kleinstadt gemacht? A. Sie hat eine Stadtrundfahrt gemacht. B. Sie hat ein Museum besucht. C. Sie hat in einem Park Sport gemacht. D. Sie hat die gepflasterten Gassen erkundet und regionale Spezialitäten gekauft. Richtige Antwort? D. Sie hat die gepflasterten Gassen erkundet und regionale Spezialitäten gekauft. In dieser charmanten Stadt hat Emma die historischen, gepflasterten Gassen erkundet. Sie hat in kleinen Läden regionale Spezialitäten und handgemachte Souvenirs gekauft. Wie hat Emma ihren Sonntagabend verbracht? A. Sie hat einen Film geschaut und einen heißen Kräutertee getrunken. B. Sie hat in einem Restaurant gegessen. C. Sie hat mit Freunden telefoniert. D. Sie hat an einem Konzert teilgenommen. Richtige Antwort. A. Sie hat einen Film geschaut und einen heißen Kräutertee getrunken. Dort hat sie einen spannenden Film geschaut und dabei wieder einen heißen Kräutertee getrunken. Wie ist Emma zum Markt gefahren? A. Mit dem Fahrrad. B. Mit dem Auto. C. Zu Fuß. D. Mit dem Bus. Richtige Antwort. B. Mit dem Auto. Mit ihrem Auto ist sie in eine malerische Kleinstadt gefahren. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschlernabenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.